So, liebe Community, hier sehen wir jetzt eine, ja, Chrissy Hardcore Schnellversion vom Anzeichnen. Also quasi, ich habe in dem Fall nicht mein Dings benutzt, mein ja, Puncher, sondern ich habe einen Automatik-Körner benutzt, der hat eine gute Spitze gehabt, die hat gepasst. Da zeige ich euch jetzt mal, wie ich dann an jeweils den X-Enden unten an den Füßen das so quasi auflege und dann, ja, da so durchkörne. Und das reicht auch von der Qualität her, von der Sauberkeit. Ihr müsst es selbst entscheiden, wie ihr es macht. Ein Punchtool wäre natürlich immer am besten, aber es geht damit auch. Jetzt seht ihr das, dann haue ich nochmal mit dem Körner hinterher, ja, also ein bisschen größer, die Löcher machen, dann passt das mit dem Dings. Ich habe jetzt nicht alles gemacht, wie ihr seht, ne, und jetzt geht es weiter oben mit dem Y-Beam, da haben wir ja die 50 mm, die habe ich mir da markiert, schön mit dem Winkel, das gerade ist, natürlich auch auf der anderen Seite die 50 mm angezeichnet, ist ja logisch. Und dann, ja, habe ich mir dann ein Zeichen gemacht und da werden wir dann entsprechend die Brochschablone anlegen. Da ist sie schon. Und ja, ein bisschen Zauberei hier, ne? Die legen wir da schön an. Und die sollte natürlich auch gut passen. Und dementsprechend machen wir hier wieder den ja, Automatikkörner. Wie gesagt, für meine Zwecke reicht das. Ich kriege das nachher zusammen, das ist kein Problem. Andere Seite natürlich auch noch. Und das machen wir natürlich mit dem anderen Beam auf Y auch noch. Aber den habe ich jetzt dann natürlich nicht mehr gezeigt. Das macht ja keinen Sinn. Es reicht ja, wenn ihr den einen seht, sage ich mal. Ja? Und ja, dann habe ich mir natürlich auch noch gleich eine Mittellinie aufgezogen. Ja, also jetzt wird erstmal noch gekörnt. Ihr seht auch, der in der Mitte, der ist direkt auf der Schweißnaht. Das wird noch interessant, aber wir werden das hinkriegen, denke ich. Und das ist die Unterseite mit der Schweißnaht, ne? Und ja, dementsprechend drehe ich es jetzt noch um. Körner da wahrscheinlich noch, genau, das hat er auch noch gemacht. Schön, 200% der Chrissy. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Ich denke, das ist geil, das fühlt sich komisch an. Brille wieder auf, weiter geht's. Na, ja, sieht ja ganz gut aus. Ja, wunderbar. So, ist auch das erste Mal, dass ich ein verschnellertes Video nachkommentiere. Sehr interessant. Mir macht das super viel Spaß hier gerade und dem Chrissy da auch. Und jetzt geht's los oben auf dem Beam. Ich habe den umgedreht. Das heißt, das ist jetzt die Hinterseite. Die müssen wir uns dann auch als Hinterseite markieren. Ja, auch da ist natürlich klar, wir schubbeln da ein bisschen und jetzt ziehen wir hier. Ich habe das jetzt mit dem Körner gemacht, ja. Da ziehen wir jetzt eine Mittellinie. Das ist nachher nur für die Kontrolle, dass das dann auch an der Mitte ist. Wir werden nachher sowieso diese Center Rails da verwenden und dementsprechend, ja, ist das ganz gut. So, jetzt dreht der Chrissy die Kamera nochmal hoch und da sehen wir hinten am Ende. Jetzt holt er die Rail. Ja, also hinten am Ende hat er jetzt das Ding aufgesetzt. Ihr habt auch gesehen, Chrissy hat Gehörschutz drin. Also wenn man da auf ein Dings drauf zimmert, ne, auf so einen Stahl, das ist natürlich nicht so geil. Die Rail habe ich erstmal abgewischt und jetzt lege ich mir die da so hin. Und zwar auf jeder Seite habe ich ungefähr einen halben Millimeter Platz gelassen. Ja, ungefähr einen halben Millimeter. Und habe dann mal kurz gepasst, ob das hinten hinhaut. Ja, habe mal geguckt, ja, das sieht ganz gut aus. Und hinten kommt ja jetzt noch die Motorhalterung ganz hinten drauf, aber die habe ich ja noch nicht gedruckt, habe ich euch erzählt. Das sieht geil aus. Und das war es auch schon. Ja, also so viel dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht es gut, euer Chrissy.